Ich als Mittelalter-Allmann hab's nicht so mit Pferden. Obwohl ich Bibi und Tina durchaus verehre, kann ich diesen Vierbeinern nichts abgewinnen. Aber ähnlich wie Ford gibt es da eine Sorte Tiere, die mag ich ganz besonders. Die haben zwar nicht vier Beine, aber vier Blätter am Propeller. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wenn man eine Noppenklötzchenscheune hat, dann müssen da auch Pferde in den Stall und deswegen bauen wir eine weitere Version der P51D Mustang aus dem Hause Kobi hier aus 2022. Ich lade euch jetzt auf meinen nicht strohbedeckten Bautisch und dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Man sagt ja, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, aber wir alle können, glaube ich, auch mit Fug und Recht behaupten, wir haben auch schon mal Pferde fliegen sehen. Ich auf jeden Fall. Die legendäre P51D Mustang aus 2022 von Kobi, aber immer noch aktuell, natürlich aus der Historical Collection World War II, das Set 5719, 304 Steinchen schwer und eine Minifigur, unsere Rosemary, unserer Wildhengst, unser Pferd, unser ungezähmtes im Maßstab 1:32. Und warum ich mich so freue und warum ich es jetzt vorstelle, ist, da ich die Mustang fliegen sehen habe diesen Sommer. Ich war zu Gast in Österreich bei netten Freunden. Wir haben uns die Formel 1 reingezogen und da ist eine Mustang mit tollen Merlin-Motor-Sound über unsere Köpfe geflogen. Und deswegen wollte ich euch noch diesen Sommer dieses Flugzeug präsentieren. Und ich muss sagen, ich mag den Maßstab 1:32 bei Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg ganz gerne bei Kobi. Hier sehen wir eine Bf 109, habe ich euch schon vorgestellt. Dieses Flugzeug noch nicht. Schauen wir uns mal die Rückseite des Kartons an. Da haben wir Fakten zur P51 Mustang. Wir sehen auch, dass der Name Mustang geschützt ist. Das kann ich euch auch verraten, da ich das auch schon selber gespürt habe, denn ich wollte euch ein T-Shirt designen zum Thema Klemmbausteine und Mustang, aber kein Printshop der Welt hat mir das durchgehen lassen wegen eben diesen TM da. Wir haben einen cool bedruckten Pilot, das hoffe ich zumindest. Wir haben einen einigermaßen Unterbau und wir können sehen, das Flugzeug wird 30,5 cm lang und 14 cm hoch, sowie das Flugzeug hat eine Spannweite, das ist immer ganz wichtig, ich muss selber gucken, von 35,5 cm. Da seht ihr es. Wir haben natürlich ein Originalfoto und einige Play-Features wie ein Fahrwerk, das wir einziehen können, und wir haben hier Querruder zum Verstellen. Bei diesem Flugzeug The Kelly Kid 2 mag ich ganz besonders, dass wir so viele Drucke haben. Da einmal The Kelly Kid 2 und hier haben wir zum Beispiel Rosemary und wir haben hier so einen Cowboy, glaube ich, der uns den Stinkearm zeigt oder der uns hier die Muskeln spielen lässt. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt einmal die Mustang hier für euch fliegen zu lassen, um in den Karton zu gucken und um die Steine genauer zu inspizieren. Ja, Freunde, da liegen 11 Bautüten und eine große Anleitung in DIN A4 auf meinem Bautisch. Der Inhalt des Kobi-Sets 5719 bzw. des Kartons davon. Wichtige Info, alles hier natürlich sind Drucke auf den Klemmbaustein und die Altersempfehlung ist ab 7 Jahren. Und wenn wir uns die 11 Tüten so anschauen, dann sehen wir, dass wir auch das ein oder andere Kleinteilchen dabei haben, was schwer zu klemmen oder auch zu verstecken ist, also zu reinstecken. Deswegen finde ich diese 7 Plus immer ganz gut. Ich habe euch schon Mustangs vorgestellt hier auf meinem Kanal, aber auf diese hier freue ich mich ganz besonders dann, denn sie kommt so farbenfroh, daher habe ich euch ja schon gesagt. Wir packen die 11 Tüten mal kurz zur Seite, während wir hier schon ein paar Drucke noch mal sehen. Die Propellerspitzen und hier die Hoheitsabzeichen am Flügel. Wir schauen uns die Anleitung an und wir wissen, wir reißen diese 11 Tüten auf und sortieren sie uns nach Farbe oder Form, wie immer ihr das möchtet, und klemmen dann drauf los. Der aktuelle Baustep ist immer farblich, das seht ihr auch hier, der davor ist nämlich dann ausgegraut. Pfeile weisen uns den Weg, manchmal gekringelt, manchmal gerade, manchmal von hinten. Und wir haben hier Rechteckchen, die abgerundet sind. Da sehen wir immer, wie bei anderen Klemmbausteinherstellern auch, die Steine und die Anzahl, die wir gerade für den Baustep brauchen. Ab und zu gibt es dann auch kleine Anlegehilfen wie hier. Da brauchen wir noch nicht mal Noppen zählen.
Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 75, wenn wir das Typenschild an unser Flugzeug montieren bzw. auf dem Stand. Es kann sein, Freunde, dass ich den Stand vielleicht sogar als erstes baue. Ich mag es immer ganz gerne, wenn die schwarzen Steine erstmal weg sind und ich mich dann auf das Flugzeug konzentrieren kann. Denn ich habe schon so viele Flugzeuge von Kubi gebaut, dass ich diesen Stand schon auswendig kann. Also nicht wundern, wenn ich wirklich den zuerst klemme. Bleibt auf jeden Fall dran. Auf den letzten Seiten dann immer die Steineübersicht. Das sage ich euch auch immer wieder und bin ich nicht müde. Sollte mal ein Kubi-Stein fehlen, gleich die Nummer hier notieren und dann hier bei Kubi direkt im Internet monieren. Und auf der letzten Seite dann immer das, was ich am allerliebsten mag, ist ein paar Werbehinweise zu Kubi-Sets. Und wenn ihr euch diese hier einmal alle anguckt, dann schaut mal bitte oben hier auf dem i vorbei auf meiner Kubi-Playlist, denn da sind fast alle dieser Flugzeuge auch von mir schon mal gebaut worden. Und das ist ja nicht nur vom Bauen immer interessant, sondern vor allen Dingen auch wegen den Fakten. Und Freunde, auf die könnt ihr euch jetzt freuen, während ich hier das Kubi-Set 5719 klemme. Deswegen viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute mal wieder über das historische Vorbild des Kubi-Sets 5719. Wir sprechen natürlich über die North American P-51D Mustang. Die Mustang war ein Jagdflugzeug, das während des Zweiten Weltkriegs von den Vereinigten Staaten und ihren Alliierten eingesetzt wurde. Sie gilt als eines der bedeutendsten und leistungsstärksten Jagdflugzeuge dieser Zeit. Die P-51 Mustang wurde von der Firma North American Aviation entwickelt und stellte eine entscheidende Verbesserung in der Luftkriegsführung dar. Die Entwicklung der Mustang begann im Jahr 1940, als die britische Regierung bei North American Aviation ein Jagdflugzeug in Auftrag gab, das die alternden Maschinen der Royal Air Force ersetzen sollte. Innerhalb von nur 116 Tagen gelang es dem Team von North American Aviation, das erste Modell der Mustang zu entwerfen und zu bauen. Dieses erste Modell, die P-51A, war zunächst mit einem Allison V1710 Motor ausgestattet, der jedoch in großen Höhen schwächer war. Der entscheidende Fortschritt kam mit der Einführung des britischen Rolls-Royce Merlin Motors, der die Höhenleistung der P-51 erheblich verbesserte. Die Variante P-51D, die ab 1944 in großer Zahl produziert wurde, gilt als die bekannteste und leistungsstärkste Version. Bis zum Ende des Krieges wurden etwa 8300 P-51D Mustangs gebaut, was die Bedeutung dieser Variante unterstreicht. Die P-51D Mustang war ein einsitziges Jagdflugzeug mit einem einziehbaren Fahrwerk und einer robusten, aerodynamisch optimierten Ganzmetallkonstruktion. Die wichtigsten Abmessungen der P-51D waren Länge etwa 10 Meter, Spannweite rund 11 Meter, Höhe etwa 4 Meter, Leermasse rund 3.300 Kilogramm, maximale Startmasse etwa 4.300 Kilogramm. Angetrieben wurde die P-51D von einem Rolls-Royce Merlin V1650-7 Motor, einem flüssigkeitsgekühlten V12-Zylinder-Triebwerk, das etwa 1.500 PS leistete. Dieses Triebwerk ermöglichte der Mustang eine Höchstgeschwindigkeit von rund 700 km pro Stunde. Ihre Reichweite betrug in der Standardausführung etwa 960 km, konnte jedoch durch Zusatztanks auf über 2000 km erweitert werden, was sie zu einem ausgezeichneten Begleitjäger für Langstreckenbomber machte. Die Bewaffnung der P-51D bestand aus 6 5,03 Kaliber Maschinengewehren des Typs Browning M2, die in den Tragflächen montiert waren. Jedes Maschinengewehr war mit etwa 260 Schuss Munition ausgestattet. Diese Feuerkraft erwies sich als äußerst wirksam gegen gegnerische Jagdflugzeuge und Bomber. Zusätzlich zu den Maschinengewehren konnte die P-51D auch verschiedene Bombenlasten oder Raketen tragen. Unter den Tragflächen gab es Halterungen für 2 Bomben von je 450 Kilogramm oder alternativ Raketenabschussvorrichtungen für bis zu 8 ungelenkte Raketen vom Typ High Velocity Aircraft Rocket. Diese Vielseitigkeit machte die Mustang auch für Bodenangriffe und die Unterstützung von Bodentruppen wertvoll.
Die P-51D Mustang spielte eine entscheidende Rolle in der Luftkriegsführung während des Zweiten Weltkriegs. Ursprünglich für die britische Royal Air Force entwickelt, wurde sie schnell auch von den amerikanischen Streitkräften übernommen und ab 1942 im Einsatz verwendet. Besonders bekannt wurde die P-51D als Begleitjäger für die schweren Bomber der Alliierten, die tief in das von Deutschland besetzte Europa eindrangen. Dank ihrer großen Reichweite und hohen Geschwindigkeit konnte die P-51D die Bomber über die gesamte Flugstrecke hinweg begleiten, was den alliierten Bombern erheblichen Schutz vor den deutschen Abfangjägern bot. Diese Missionen, besonders in den letzten beiden Kriegsjahren, waren entscheidend für die Zerstörung der deutschen Luftwaffe und der industriellen Infrastruktur des Dritten Reichs. Neben den Escort-Missionen war die P-51D auch in Luftkämpfen sehr erfolgreich. Sie konnte sich gegen viele deutsche Jäger wie die Messerschmitt Bf 109 und die Focke-Wulf 190 behaupten und erzielte zahlreiche Abschüsse. Amerikanische Piloten, die die Mustang flogen, errangen bis Kriegsende über 4000 Luftsiege, was die Effektivität dieses Flugzeugs im Luftkampf unterstreicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb die P-51 Mustang noch einige Jahre im Dienst verschiedener Luftstreitkräfte. Während des Koreakriegs von 1950 bis 1953 wurde die Mustang erneut eingesetzt, hauptsächlich in der Rolle eines Jagdbombers. Trotz des Aufkommens von Strahlflugzeugen bewährte sich die P-51 weiterhin in Bodenkampfmissionen, da ihre Reichweite und ihre Fähigkeit, Bomben und Raketen zu tragen, sie zu einem nützlichen Werkzeug im Kampf machte. Ja, Freunde, das waren die Fakten zur berühmtesten Version der Mustang, nämlich der P-51D. Ich habe die Entwicklung etwas zusammengerafft, denn eigentlich war der erste Typ in Serie, der auch im Einsatz war, nämlich bei der Royal Air Force, die Mustang Mark I, die NA-73. Von dieser wurden 320 an die Royal Air Force geliefert, noch ohne die typische tropfenförmige Kabinenhaube. Ja, ich hoffe, die Fakten haben euch bis hierher Spaß gemacht und jetzt schauen wir uns das Kobi-Set, das hier Vorbild für meine Fakten war, die 5719, eben die P-51D, genauer an. Ich wünsche euch viel Spaß, denn eigentlich sind wir ja nur wegen den Klemmbausteinen hier, oder? Nach 52 Minuten steht sie da, unsere 5719, unsere North American P-51D Mustang, und ich habe zum Vergleich mal das gleiche Modell bzw. den gleichen Typen, die 5536 aus 2017 hier gegenübergestellt. Damals 265 Steinchen und 19 Euro. Hier haben wir 304 Steinchen und ja, den Preis habt ihr eben gerade auf den Infokarten gesehen, beziehungsweise seht ihr die auch immer unten in der Videobeschreibung. Ja, 265 Steinchen im Metallic und hier dieses Light Bluish Gray. Was mir besser gefällt, das erarbeiten wir uns jetzt mal, denn es gibt hier einige Sachen, die ich an diesem Flugzeug cooler finde als da und umgekehrt. Wichtig ist natürlich immer am Anfang, wie viele Steinchen haben wir über. Ihr seht hier einmal zweier Plates mit C-Clamp sowie einer Noppenperle, Bügel, Extra Tube, wie auch immer man das nennen möchte. Bügelperle ist halt das gängige. Ich nenne es immer Extra Tube oder Extra Noppe, sowie einen Aufnopper, einen Bügelperlen-Aufapplikator, wie auch immer, ein Fädler. Ihr wisst, was ich meine, dieses rote Tube mit der Spitze. Und dann da unten nochmal einen Schlauch, was ich ganz gut finde, denn die Schläuche werden ja mit der Zeit porös. Die Weichmacher gehen futsch aus dem Kunststoff und daher ist es immer ganz cool, wenn noch einer dabei ist. Ja, packen wir es an die Seite. Sprechen wir ganz kurz über den Elefant im Flur, oder wie man sagt, oder der Esel in der Apotheke. Die Anleitung ist absolut easy zu lesen, hat überhaupt kein Problem gemacht, aber mir hat ein Stein gefehlt. Und den habe ich auch gleich bei Kobi moniert. Ihr wisst ja immer, in jedem Video erzähle ich hier, guckt hier unten, da ist die Customer Service URL, wo ihr Steine, da könnt ihr nachschauen, wo ihr Steine gucken könnt, wie sie heißen und wo man sie halt dann ankreuzen kann und dann Kobi melden kann. Und dieser Stein hat gefehlt hier, die 127200, diese sehr dünne Fliese mit oben und unten Noppe. Die war jetzt bautechnisch mit einem Baustep oder mit einem Stein versetzen, war das in Ordnung. Aber dieser Stein hat mir gefehlt und hat mir beim Bauen etwas, hier sieht man es, da beim Baustep 48, da hat mir es beim Bauen etwas Kopfschmerzen verbreitet, bis ich halt gemerkt habe,
Okay, ich versetze den Stein und dann passt das. Ist bei Kobi moniert und auch schon auf dem Weg zu mir. Also da ist Kobi sehr schnell. Ich habe euch ja in vergangenen Videos, hier oben gerne mal auf dem Kobi Playlist gucken, schon immer mal erzählt. Wie gesagt, in jedem Video eigentlich, wo man diese Steine dann reklamieren kann. Aber ich habe euch erzählt in alten Videos, dass ich das sammle. Ich mache das nicht kleckerlisweise, sondern da ich weiß, ich klemme viel Kobi und es kommt bei Kobi ab und zu mal vor, dann sammle ich das und ich habe jetzt, glaube ich, 8, 9 oder 10 Steine Arten zusammengeordert und die hat Kobi alle durchgewunken, auch bei sehr, sehr alten Sets. Finde ich richtig gut. Deswegen geht die Anleitung hier an die Seite, denn ich habe nichts, wirklich auch gar nichts an der Anleitung auszusetzen. Schauen wir uns das Flugzeug einmal genauer an. Es ist ja die Rosemary bzw. The Kelly Kit 2 und wer das Flugzeug geflogen hat, wo es im Einsatz war, das klären wir alles gleich im Anschluss an dieses Review, denn da bekommt ihr immer noch mal Detailbilder. Und da gibt es dann quasi nochmal Fakten aufs Haus und dann sprechen wir über den Piloten. Gucken wir uns das Flugzeug einmal an. Ich lege es jetzt ohne Fahrwerk mal nonchalant auf den Bauch. Wir haben hier den leicht eingestaubten schon Stand. Das ist ja mit diesem Schwarz, das zieht es hier an. Das ist immer eine, ja, eine Staubfangmöglichkeit, aber ich mag dieses Kobi Schwarz. Dieser Stand ist auch einigermaßen stabil. Das steht und fällt immer hier mit diesen wirklich Stands, mit diesen Steinen. Die sind mal etwas weicher, mal etwas härter oder hier oben manchmal etwas ausgefranst und dann kann es sein, dass die rüberkippen. Hier ist alles super. Wir sehen auch hier das Logo von North American Aviation. Finde ich richtig cool und das P51D Mustang Logo Printing finde ich auch richtig gut. Und ja, ihr seht es immer wieder in meinen Videos, ich baue meistens die Stands schon, bevor wir in der Anleitung dahin kommen, einfach weil ich die schon im Schlaf kann. Dieser hier hält richtig gut. Was mir hier sehr gut gefällt ist, und deswegen habe ich es auch so gebaut, ist das Fahrwerk, was so eingezogen ist. Die ähnliche Bauweise hat auch unser Modell da hinten links in der Ecke. Aber mir gefällt von unten hier diese fast komplette, ich sage fast komplette Verfließung. Natürlich gucken hier MP und ML die Formteil Spritzgussmarkierungen bzw. Richtungsmarkierungen wieder raus. Da arbeitet Kobi ja auch mittlerweile dran. Wir haben schon viele Sets gehabt, wo wir auch da entweder was zugehabt haben oder sie überbaut haben. Aber ich denke mal, hier für so eine Mustang ist das vollkommen in Ordnung. Richtig cool ist natürlich, dass wir hier diesen typischen, ich weiß nicht, wie das heißt, Ladekühler, Luftansauger, Abgas, wie auch immer. Diese Hutze hier unten, die ist bedruckt, das gefällt mir, die ist schön gelöst, die ist nicht ganz so eckig wie bei der anderen Maschine, das klären wir gleich. Und natürlich schön hier viele Drucke. Überhaupt sehr, sehr viele Drucke. Hier das Hoheitsabzeichen, das PE, da so ein, ich denke mal, ist der Tankstutzen. Dann hier einen bösen Mensch mit Bart, Hut und er macht das berühmte Fuck off, würde ich mal sagen. Dann hier zwei Balkenkreuze, also zwei Abschüsse schon. Und hier hinten die Seriennummer und das PE. Also richtig cool. Sowie dann natürlich hier bedruckt über die Steine und man merkt es hier fast gar nicht. Hier oben schimmert es ein bisschen durch, aber sonst sehr guter Farbverlauf. Das hat der Kobi auch in der jüngsten Vergangenheit nicht immer gut gemacht. Dafür sehen wir hier Rosemary. Wir haben diese gelben Flügelspitzen, wollte ich gerade sagen, Propellerblattspitzen, rote Blattspitzen, das gefällt mir. Und auf der anderen Seite dann The Kelly Kit 2 und dort auch wieder hier die Drucke da an der Seite und hier sogar da nochmal ein M gedruckt. Also das gefällt mir richtig gut. Dann natürlich das Cockpit, das kennen wir von innen. Normalerweise würden wir den Schlauch dann noch reinklemmen. Ich habe es aber bei der Pilotenfigur gemacht. Das schauen wir uns gleich an, beziehungsweise die Figur schauen wir uns gleich an. Aber ich wollte euch einmal hier das Flugzeug so zeigen. Das gefällt mir. Und natürlich können wir einmal das Fahrwerk hier, den typischen Mechanismus so klack und klack so einklappen. Und das gefällt mir auch richtig gut. Wir haben hier mal so graue Fliesen, diese dünnen Fliesen, aber diese grauen Fliesen geben dem Ganzen Tiefe. Also man hat hier wirklich die Illusion eines tiefen Schachtes. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, die Mustang hat wirklich schöne Vorteile, nämlich diese Kabinenform hier, oder die Haube meine ich vielmehr, die Kabine sowieso, was ich immer ein bisschen ja, lustig finde, weil das ist auch bei der 1:48er Version oder auch bei der Version, die ich euch gleich noch so mal gleich zeige, immer so, man sieht die Noppen hier. Und in der Ferne könnte man ja echt denken, vielleicht, es ist ein Airfix-Modell, aber mit diesen Noppen weiß man immer, hey, das ist mit Klemmbaustein gebaut. Und ich bin da ein bisschen Fan von, wenn man immer noch erkennt, dass das hier aus Klemmbaustein gebaut wurde. Von innen sieht man natürlich klar, da die Tubes und von unten auch, aber hey, why not, warum nicht da? Ja, ein Punkt noch,
Und dann können wir gleich in den Vergleich schon gehen, ist hier diese 6 Drucke, die 6 Punkte hier auf den Tragflächen für die Bewaffnung, weil das ist etwas, das finde ich nicht ganz so gut. Das ist bei der anderen Maschine besser gelöst. Wir heben uns den Piloten für den Schluss auf, denn wir wollen ja eh über den Piloten reden, bei den Detailbildern. Wenn wir uns jetzt mal die Maschinen angucken. Wir haben hier natürlich die von mir gerade bei den Fakten schon erwähnten Zusatztanks. Dieses Metallic wirkt wirklich wie Metallic und die Tubes da drinnen wirken auch irgendwie wie so Metallic-Verstrebungen irgendwie. Das gefällt mir hier schon ganz gut. Deswegen würde ich mir wünschen, Kubi würde nochmal versuchen, hier so ein bisschen Metallic nochmal rauszuzaubern. Natürlich haben wir hier was Gebautes, ist dadurch kantig, aber wir haben hier auch Rohre. Wir haben 6 Maschinenkanonenrohre. Das gefällt mir irgendwie besser. Und natürlich, was negativ ist, wir haben hier Aufkleber. Aufkleber und aber dafür wieder gebaute Normandiestreifen. Also die Bauweise ist natürlich hier bei unserer 2022er Version die bessere. Aber auch hier haben wir schon einen bedruckten Abgasansaugmotor. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich weiß es leider nicht genau. Stein. Aber ihr seht es schon hier. Da ist das bei der 2022er Version etwas besser gelöst. Nämlich viel runder. Das wirkt irgendwie homogener. Aber das Metallic hier, das feiere ich irgendwie. Ja, schreibt mir eure Meinung gerne dazu mal unten in die Kommentare. Also ob ihr auch findet, dass so Kleinigkeiten wie jetzt hier die Bewaffnung und Zusatztanks nicht unserer graublauen Version noch zugestanden hätten. Natürlich ist bei der Metallic-Version einfach hier, ja, dass die Aufkleber dabei sind, noch etwas blöde, weil da kann man die Zeit nachstellen, dass man diese irgendwann nachrüsten muss. Das ist schade, weil die fallen halt irgendwann ab. Da geht danach der Zahn der Zeit dann an diesen Sets. Und der Zahn der Zeit ist auch genau das Stichwort, denn ich habe hier unseren Piloten noch als Zeitzeugen. Der hatte sich versteckt, deswegen habe ich einen kleinen Cut gemacht. Der hatte sich auf meinem Regal in der St. Mehr Iglis es sich bequem gemacht. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das ist der Schlauch, den ich euch vorhin als Ersatz schon gezeigt habe, den wir hier halt nochmal dabei haben, den wir eigentlich im Cockpit verbauen würden. Und die Maske, die wir auch schon kennen, sowie hier die bedruckte Schwimmweste bzw. die Fallschirmgürtel, dann eine Khaki-Hose, braune Schuhe, die wir hier auch dran bauen. Ihr seht es. Und dann halt die berühmte Kubi-Fliegermütze sowie dann sein Gesicht. Ich zeige euch das Gesicht mal. Wir bauen mal die Maske ab. Dann kann die Kamera auch wieder scharf stellen. Da haben wir den Herrn, der etwas skeptisch aufgrund der Arbeitslage, die er hat, reinblickt. Und dann hier von hinten braun, khaki, hellbraun. Ja, eine typische Kubi-Figur, die ich aber trotzdem ganz cool finde. Und vor allem finde ich sie ganz cool, weil diese Maschine ja hier gleich euch nochmal ein paar Fakten zu bieten hat, auf die wir gleich eingehen. Schade wie immer für die damalige Zeit, dass wir hier keine Noppen haben, aber das habe ich schon immer moniert, da schimpfe ich immer rum und hat Kubi ja auch gelernt. Habe ich erzählt, werde ich immer wieder erzählen, finde ich gut, aber ja, hätte es damals schon gebraucht, wenn man sich schon so Mühe gibt, solche Pilotenfiguren zu machen. Wir können ja noch mal kurz schauen, wie die Figur hier in unserer P51 aussah und vielleicht, ja, kann man sogar fast sagen, dass sie etwas besser aussah. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, weil ich diese schwarzen Schuhe, auch wenn die bedruckten sind, und die schwarzen Handschuhe irgendwie cooler fand. Und auch nochmal eine farbige Mütze. Das Gesicht ist natürlich viel blöder, weil es so ein Kubi-Standardgesicht von früher war. Das sieht immer so aus wie ein Crash-Test-Dummy, schweres Wort, das gegen die Wand gefahren ist. Oder ein sehr saures Bonbon gelutscht hat. Ihr wisst, den Vergleich bringe ich immer wieder. Aber ja, also diese schwarzen Applikationen, also Handschuhe und Schuhe, gefallen mir ganz gut. Aber wahrscheinlich ist hier das Braun etwas realistischer. Egal, schreibt mir eure Meinung gerne mal zu beiden Sets in die Kommentare. Ich fand es einfach mal interessant, meine beiden Mustangs hier zu vergleichen. Und ihr wisst ja, dass ich sowieso vorhabe, euch mal alle Kubi-Sets zu zeigen. Das heißt, es kommen auch noch mal ein paar mehr Mustangs. Es gibt ja noch ältere, zum Beispiel eine auch mit Normandiestreifen und den Grün, sowie eine aus der Top Gun Serie und natürlich auch noch im Maßstab 1:48. Aber das sind meine 2017, 2022
Und jetzt lassen wir uns Luft für die nächsten. Aber zuerst, Freunde, entlasse ich euch jetzt in die Detailbilder, damit ihr euch einfach nochmal selber einen Eindruck von diesem schönen Flugzeug mit Pferdecharakter machen könnt. Ja, Freunde, und wie immer an dieser Stelle bekommt ihr hier noch einmal Detailbilder, um euch selber einen Eindruck von dieser Maschine, der P51D, den Cobie-Set 5719 zu verschaffen, unabhängig von den Ausführungen von mir eben gerade. Und natürlich bekommt ihr hier auch nochmal Fakten, denn ich wollte mit euch ja noch über den Piloten sprechen, beziehungsweise genau diese Maschine, diese Lackierung. Der Pilot dieser P51D Mustang war Lieutenant Eugene W. James. Bei der 352. Fighter Group des 328. Fighter Squadrons, based bei der Royal Air Force, natürlich im Diensten der US Army Air Force in Norfolk, Großbritannien 1944. Um genau zu sein, ist es eine P51D 10NA, PE-E ist das Kennzeichen und die Seriennummer war 44-14207 und Nickname der Maschine war Rosemary bzw. The Kelly Kid 2. Diese Lackierung ist relativ berühmt. Es gibt Airfix-Sets, also Modellbausets im Maßstab 1:72, die diese Lackierung führen. Also hat sich hier Cobie wieder den typischen Muster bedient, als Vorlage ein Plastik-Modellbausatz zu nehmen. Cobie hat ja auch eine Kooperation mit Revell. Ob diese noch besteht, weiß ich nicht. Aber daher sieht man oft Sets bei Cobie in Klemmbausteinen, die es in ähnlicher Form im Modellbaubereich schon einmal gab. Die Mustang wurde in zahlreicher Stückzahl in vielen Varianten gebaut. Daher gibt es heute noch vereinzelt Maschinen, die wir auf Airshows, also Flugschauen, begutachten dürfen. Und natürlich auch viele in Museen und privaten Sammlungen. Red Bull hat seit neuestem auch eine P51D. Diese durfte ich im Jahr 2024 schon einmal sehen, nämlich beim Formel-1-Rennen in Österreich bei Zeltweg bzw. Spielberg auf den Red Bull Ring. Da flog eine P51 über unsere Köpfe und ich kann euch sagen, der Sound dieses Merlin-Motors, der bringt Gänsehaut. Das könnt ihr mir glauben. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich wahrscheinlich von aufgebrachten Wendy-Lesern für mein Intro-Gag Ärger bekomme. Eine weitere P51D, hier auf meinem Kanal bis jetzt die zweite. Ich freue mich aber auf weitere, denn Cobie kann ja gar nicht anders. Und es gibt ja auch noch welche im Maßstab 1:58. Hier mal wieder eine im Maßstab 1:32 und eine gute Weiterentwicklung zu der Metallic-Version, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Die Pilotenfigur richtig cool, schade, habt ihr schon vorhin beim Review gemerkt, dass ich das immer ein bisschen blöde finde, dass wir hier damals keine Noppen auf dem Stand für die Figuren hatten. Mittlerweile hat Cobie gelernt und wir haben es. Das ist doch ziemlich cool. Deswegen immer ganz gut, sich auch mal diese älteren Sets anzugucken und den Bau-Evolutionsvergleich hier zu ziehen. Schreibt mir eure Meinung mal zur Mustang in die Kommentare. Ich habe sie ja einmal live gehört in Österreich und auch live gesehen und das war atemberaubend. Vielleicht kommt ihr ja auch mal in die Gelegenheit, irgendwo noch dieses antike, ikonische Fluggerät irgendwo zu sehen. Antik meine ich, weil es ist ja auch jetzt schon wieder über 70 Jahre her, dass dieses Flugzeug zum ersten Mal geflogen ist. Ihr habt es ja eben gerade in den Fakten gehört. Also schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zum Set, zur Mustang und natürlich wie immer auch gerne Kritik über mich und meinen Kanal. In diesem Sinne, Freunde, es ist ein Flugzeug. Da wünsche ich euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.